Das ist der Weg. Moin moin und herzlich willkommen zum TWS. Im Tutorial zum Jedi-Tempel hatte ich ja gefragt, ob ihr euch auch ein Tutorial für einen passenden Hügel wie in der Mandalorian-Serie wünscht. Habt ihr natürlich. Daher hier nun der Zweiteiler für einen echt dicken Geländebrocken für eure Spielplatte. Alles was ihr braucht ist entweder ein möglichst großes und dickes Hartschaumstück oder mehrere dünne Platten, die ihr dann mit zum Beispiel Heißkleber zusammenklebt. Ich habe hier einen rund 45 cm x 60 cm großen Hartschaumrest von einer Baustelle, der 10 cm hoch ist. Da mir die Frage, wo kaufst du deinen Hartschaum, ziemlich oft gestellt wird, hier nochmals die Antwort. Gar nicht. Ich frage einfach auf Baustellen nach Resten. Denn da die Entsorgung von Baumaterial üblicherweise Geld kostet, sind die Bauarbeiter froh, wenn sie den Kram einfach so loswerden und jemand die Reste mitnimmt. Und ja, so ein Brocken wird auf Baustellen als Rest verschenkt. Das Wichtigste, was ihr beim Bau eines Hügels beachten solltet, sind die Schrägen, auf denen später eure Miniaturen stehen sollen. Was ist eigentlich eine Schräge? Denn sind sie zu steil, purzeln eure Modelle herunter. Toll, Vic, zeig sie nochmal. Genau auf. Ein guter Richtwert ist zum Beispiel ein Höhenunterschied von 5 cm auf etwa 30 cm Länge. Bei einem Hügel von 10 cm Höhe würde dies allerdings eine Schräge zum Hochlaufen von rund 60 cm Länge bedeuten. Um solche ausufernden Ausmaße zu umgehen, bieten sich serpentinartige Wege an. Ich setze daher meinen Tempel mit ein paar Zentimetern Abstand in eine Ecke meiner Hartschaumplatte und zeichne den Umriss grob ein, um auf der gegenüberliegenden Seite genügend Platz für Wege zum Emporlaufen zu haben. So in etwa. In der Mitte geht's vom Tempel seitlich nach links runter und dann um diese Kurve herum weiter nach unten. Und rechts genauso. Meine Wege sind übrigens mindestens 5 cm breit, das kann bei euch natürlich variieren. Jetzt wird der Hügel entlang der eingezeichneten Umrisse ausgeschnitten. Am besten geht das natürlich mit einem Heißdrahtschneider. Aber wenn ihr euren Hügel aus dünneren Platten zusammenklebt, klappt das natürlich auch mit einem Cuttermesser. Generell gilt, schneidet zunächst lieber zu wenig als zu viel ab. Für die bessere Handhabung und den weiteren Zuschnitt trenne ich den hohen Hügelbereich direkt vom späteren Weg ab. Und genau mit diesem Wegbauteil geht's nun weiter. An den beiden Seiten markiere ich etwa 5 cm breite Plateaus. Dort sollen die Schrägen oben vom Tempel hinführen und dann weiter nach unten gehen. Die Plateaus werden dann abgeschnitten, um danach noch die beiden Wegbereiche voneinander zu trennen. Jetzt geht es ans Kürzen der Bauteile. Als erstes werden die Plateaus auf die Hälfte gekürzt, also auf 5 cm. Ebenso der äußere und breitere Teil des Wegs, um die Bauteile so anzuordnen, um die eigentlichen Schrägen dann einzeichnen zu können. Schneidet dann entlang der Markierungen die Bauteile grob zurecht. Wieder gilt, lieber erst einmal zu wenig als zu viel wegschneiden. Achtet zudem darauf, dass ihr die Bauteile senkrecht durch den Draht führt und nicht kippt und schief schneidet. Solche Freihandschnitte werden aber immer etwas wellig. Die gröbsten Unebenheiten lassen sich aber mit einem zweiten Zuschnitt schon mal ganz gut korrigieren. Den äußeren und breiteren Weg habe ich zur besseren Handhabung beim Zuschneiden auch nochmal in der Mitte durchgeschnitten. Und damit sind die grundlegenden Hügelbauteile auch schon fertig und es kann ans Glätten der Wege, ans Herausarbeiten der Details und an die Bemalung gehen. All das gibt's am Freitag in 2 Wochen, aber wir sehen uns natürlich schon nächsten Freitag. Bis dann!